Willkommen zurück zum kleinen Update-Video. Wir reden heute über AMC und Beyond, DGT und Bad Bath Beyond und zwei Community Wishes, Cloth und Delphi. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo dazu gibt es wieder ans Ende des Videos. Na gut, dann springen wir gleich rein in AMC. Heute wieder nur ein ganz kurzes Update. Für das größere Update verlinke ich euch das große Update-Video am Ende des Videos mit Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze und so weiter und so fort. Heute schauen wir uns an, was wir heute gemacht haben oder was nicht. Also zoomen wir mal rein. Ja, und oh Schreck, wir hatten keinen Squeeze heute. Könnte vielleicht daran liegen, dass wir noch immer nicht unseren Pullback haben. Ja, oder der Markt ist manipuliert. Ja. Könnte beides sein. Fürs Main-Tracking, es hat sich nichts geändert. Wir wollen noch immer unser 0.5 oder unser 0.618 Pullback haben. Das bedeutet 1,33 bis 1,23. Und danach unser Higher Low. Das, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und zwar, ich meine das. Ja, wo wir nur einstündige Charts haben. Links heute, dann kommt 2021, dann kommt 2024 und dann kommt 2025. Ja. Und egal, ob wir jetzt ein kleines Higher-Low gemacht haben oder nicht, in allen Fällen haben wir unser A gemacht und entweder einen 0.5 oder einen 0.618 Pullback. Oh, gib mir das. Und zwar jedes einzelne Mal. Bei jedem Squeeze. Auch das Higher Low. Jedes einzelne Mal. Ja? Und ich kann nur Tracking präsentieren, was es schon mal gab, weil das ist die fraktale Methode. Wenn wir plötzlich was anderes machen, wäre es nicht die fraktale Methode. Die einzige bullische andere Alternative. Ich meine, das ist auch bullisch. Wir reden hier von, wir sind jetzt am Freitag im Mai, wir reden von ein paar Wochen. Ja? Aber die einzige bullische Variante, die ich noch irgendwie hätte, wäre, wenn wir sagen, wenn wir das hier einfach nur micro-tracken, ja? Wenn das hier unser A wäre, das unser C. Das wäre unser Lower High, das hier wäre unser Midpoint. Wenn wir jetzt sagen, dass das hier unser T ist, und ich rede hier von diesem kleinen Part hier, ja? Wenn wir da sagen, das ist unser T, dann könnte man jetzt sagen, wir machen jetzt gerade Higher Low. Ich hätte das bis heute in der Früh gesagt, dass das möglich ist. Problem, was ich damit habe, wenn das hier unser T ist, kann das hier nicht mehr unser Higher Low sein. Weil Higher Low geht nicht über T. Ich habe versucht, hier irgendetwas zusammenzuzimmern. Man könnte vielleicht noch sagen, dass das hier M ist, das hier wäre T. Ja. Aber ihr seht schon, wie ich damit mit mir hadere und arbeite. Ja. Aber um eine Alternative zu haben, wir müssen immer eine Alternative haben. Würden wir jetzt hier Higher Low fertig machen, ja, und dann würden wir raufmarschieren. Okay. Sobald sie die 200 DME brechen, okay, geht's hin oben. Ja. Bullische Bestätigung dafür. Alles über 1,83 ist bullisch. Muss ich mich damit abfinden. Andernfalls tut es mir leid. Der Peak heute ist für mich T. Ja. Das bleibt mein Main-Tracking. Oder wenn man es ganz böse sieht, hatten wir noch nicht einmal unser T. Ja. Und im Grunde, grundsätzlich ist es wurscht, wie wir das hier tracken, ja. Weil fürs Main-Tracking müssen wir irgendwo hier runter. Müssen wir. Ja. Könnte falsch liegen. Ja. Tue ich nicht oft,
passiert. Aber ja, eine Sache noch, weil ich habe diese Frage jetzt, glaube ich, sehr oft bekommen. Ähm, wenn SPY, zum Beispiel, SPY oder Nasdaq, morgen hinaufschießen, weil manche Leute anscheinend bei anderen Leuten hören, wenn SPY und vor allem IWM hinaufschießen, kann AMC nicht runtergehen. Und vor allem, wenn AMC jetzt dann seinen 1-Part- oder 2-Part-Squeeze bekommt, dann ist das der Top vom Markt. Ich habe das nämlich schon öfters gehört. Und ich glaube, ich habe es in meinen ersten Videos auch schon gezeigt, dass es absoluter Bullshit ist. Ja? Einfach nur, um zu zeigen. Linke Seite, AMC auf dem 6-Stunden-Chart, und zwar Jänner 2021 bis Juni 2021. Unser erster Squeeze. Und hier auf der rechten Seite 6-stündiger Chart SPY. Und da können wir uns jetzt schön, mit meiner Maus seht ihr, sehen, was SPY gemacht hat, während AMC gesquozen ist. Ja? Und vor allem möchte ich auch noch darauf hinweisen, im Jahr 2020, im Februar, hatten wir diese wunderschöne Korrektur in SPY. Ja? Dieses Argument, wenn SPY Allzeithoch bricht, dann ist AMC schon bei seinem Peak genauso wie 2021. Ist schon mal die erste Lüge. Weil das Allzeithoch hat SPY im August 2020 gebrochen. Da war AMC noch ganz weit weg von seinem Squeeze. Dann schauen wir weiter. Das Wie von AMC am 21. Jänner 2005 war kein Allzeittief oder ein extremer Fall von SPY. Schaut euch das an. Das hier. Hier. Das war das kleine Fußelchen, wo AMC sein Logo gemacht hat. Das ist gar nichts. Ja. Nächstes. Dann hatten wir hier unseren Squeeze. Ja. Jetzt könnte man argumentieren, in 2021 hatte SPY einen kleinen Pullback. Okay. Ja. Hat SPY öfters. Aber SPY war dann schon längst über Allzeithoch und war in einem wunderschönen Uptrend. Ja. Also war so katastrophal an dem Tag. Weiß ich nicht. Dann sind wir weiter raufgelaufen. Und hier, wenn AMC seinen zweiten Part hatte, genau hier, hat SPY eigentlich gar nichts gemacht. Das ist diese Phase hier. Ja. Hat SPY nicht interessiert. Es war SPY scheißegal. Und letztes, was ich das sagen will, nachdem hier AMC dann seinen Peak erreicht hat, ist SPY natürlich dann in die Korrektur gegangen und es war vorbei. Top of the Market. War das hier das Top of the Market? Das hier war ein Top of the Market. Das war allerdings schon Dezember. Ja, nicht Juni. Ja, AMC, seht ihr, war gerade hier. Also, ich persönlich würde SPY mit AMC nicht einmal vergleichen. Es ist scheißegal. SPY macht sein eigenes Ding. AMC macht sein eigenes Ding. Ich habe es versucht, sogar eine Synchronisation irgendwie dabei zu finden, dass dieses bekannte negative Beta, ja, wo man sagt, wenn SPY knifed, geht AMC rauf. Wenn man sich das jetzt anschaut für heutzutage, und zwar hier, ja, da haben wir AMC seit März. Wo ist denn die Negativ-Beta hier? Ja, hier ist gar nichts Negativ-Beta. Wir sind einfach mit SPY hinaufgelaufen. Ja. Aber zu der eindeutigen Frage jetzt, die ich bekommen habe, dass jemand gehört haben soll von wen auch immer, dass die einzige Möglichkeit, dass AMC diese und nächste Woche nicht squeezed, würde bedeuten, dass SPY eine Korrektur macht. Nee. Warum? SPY kann jetzt locker weiter hinauflaufen, während AMC seinen Pullback macht. Ja? Vor allem, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt nebeneinander legen, ja, ihr seht hier, dieses Peak ist dieses Peak. Fast. Ja?
Seit 17. April hat AMC angefangen, seinen Pullback zu machen, Gott sei Dank. Was macht derweil SPY? Es ist eindeutig in einem Uptrend, ja, bis auf diese kleinen da Pullbacks, aber andernfalls ist es in seinem Uptrend. Warum soll jetzt SPY kneifen, nur damit AMC nicht squeezed? Um das klarzustellen, vielleicht übersehe ich was. Kann sein. Für mich haben die zwei derzeit absolut keine Synchron. Es ist wurscht. Jeder macht sein eigenes Ding. Ja, ich meine, okay, vielleicht, wenn wir jetzt morgen plötzlich einen Sprung von SPY sehen auf 750, dass da was zuckt. Ja, vielleicht. Aber auch dann wäre es, ganz ehrlich, ich wäre nicht davon überrascht, wenn wir jetzt morgen plötzlich diese Gap Up hier sehen. Ja, sehe ich nicht, sage ich gleich, damit keiner verwirrt ist. Ja, aber sollten wir das sehen. Ich wäre nicht überrascht, wenn AMC sogar runtergebt. Ja, weil es wurscht ist. Also die zwei haben keine Synchronisation in meinem Tracking. Könnte aber falsch liegen. Aber im Großen und Ganzen, es schaut perfekt aus. Noch einmal, sollten wir bis Freitag irgendwo in dieser Range sein, ja, sage ich es noch einmal, dann würde sogar ich meine anderen 50% kaufen, weil ich habe die ersten hier gekauft, weil dieses Higher Low könnte auch in After Hours entstehen, sage ich nur. Ja. Ich tendiere eher dazu, dass wir irgendwo in diese Range hier kommen, ja, das Higher Low dann auch für eine Woche machen und dann erst marschieren, aber ich kann es nicht ausschließen, dass wir das in After Hours sehen. Aber sollten wir, sagen wir, am Freitag hier sein, ist für mich auch nächste Woche tot, aber das schauen wir mal, okay? Aber sonst schaut AMC perfekt aus. Ja, perfekt. Gibt's nichts zu sagen. Gut, nächstes ist Beyond. Heute nur ein ganz kurzes Video. Falls ihr das längere sehen wollt, entweder ihr schaut euch das vorige an, ja, oder das, was ich am Ende verlinke, weil es hat sich nichts geändert. Ja. Ich möchte nur einen kleinen Ausblick drauf geben, was für Möglichkeiten wir jetzt noch hätten, weil ich die Frage bekommen habe, ist das genug für einen Pullback? Weil wenn wir uns anschauen, von hier unten bis hier nach oben, habe ich ja gesagt, entweder wir bouncen bei der 0.5 oder wir bouncen bei der 618. Wir sind jetzt auf 85 Cent runtergegangen. Die 618 ist bei 83 Cent. Das ist 2 Cent Unterschied. Also das reicht für mich, ja, sage ich nur. Im blödesten Fall, im absolut blödesten Fall, wenn wir hier Micro-tracken, wäre dieser Peak, den wir heute gemacht, oder heute? Ja, den wir heute gemacht haben, unser kleines T, und das wäre unser M und das wäre hier unser L. Im blödesten Fall. Ja. Dann brauchen wir noch ein Lower Low. Ja. Solange wir nicht die 786 berühren, das bedeutet, solange wir nicht 70 Cent berühren, wäre das noch voll in Ordnung. Und das würde uns bis nach Freitag schieben. Höchstwahrscheinlich. Wenn das hier genug ist, ja, marschieren wir entweder morgen, ja, ganz einfach gesagt, weil wir haben unser Wie und wir können einfach marschieren. Wie gesagt, alles über 1,60. Ist das 1,60? Ja, alles über 1,60 ist verflucht nochmal bullish. Sollte das Fractal aus irgendeinem Grund noch immer Zeit brauchen, nehmen wir mal an bis Freitag, weil ich habe gesagt, Mai sehe ich die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir das Blöde sehen, bis Juli, August für unser A. Falls wir noch Zeit brauchen, naja, was wäre das dann hier? Ja, weil das hier ist eindeutig ein Wie. Ja.
Also im blödesten Fall machen wir jetzt hier unser Higher Low bis Freitag. Und wenn man das halt sich ganz genau anschauen will, schauen wir uns das ganz genau an. Für das Higher Low dürfen wir nicht über 1,03. Ja? Sobald wir über 1,03 gehen, ist es bullish. Sollten wir nicht über 1,03 gehen, könnte man jetzt noch sagen, heute war Montag, ja, so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja? Einfach nur um ein kleines Micro-Higher Low zustande zu bekommen. Wir reden hier von einem Unterschied von 90 Cent zu 1 Dollar. Ja, 10 Cent. Ja, einfach nur irgendwas, um bis Freitag durchzukommen. Ja. Oder wenn wir es ganz langsam nehmen, bis nächste Woche. Keine Ahnung. Ja, für mich ist das Ziel, Mitte, Ende Mai, um was Blödes zu tun. Wir können auch früher schon damit starten. Ich sage nur ganz ehrlich dazu, kein finanzieller Advice. Ich sehe nicht, dass wir unter 70 Cent fallen. Also nicht für die nähere Zukunft. Ja. Wie gesagt, blödeste Variante, wir müssen jetzt noch einmal kurz lower kommen, aber halt nur um die 618 zu berühren oder ein bisschen drunter zu fallen. Oder wir marschieren oder wir machen das Higher Low. Fix ist unsere Levels. 70 Cent, sehr schlecht. Hölle. 1 Dollar 3 Cent nach oben ist verflucht bullish. Und 1,60 Dollar und ich glaube, wir fliegen. Ja. Und zu was ich tendiere? Ich tendiere dazu, dass wir bis Freitag das Higher Low machen. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich tendiere dazu, dass wir am Freitag hier sind. Einfach nur eine Sache, warum? Wenn man sich anschaut, wann haben die großen Sprünge angefangen? Das Higher Low im Oktober bei einem Montag. Schauen wir uns jetzt noch an. Das T. Wann hat das T angefangen? Das T hat an einem Dienstag angefangen. Ja, vielleicht war da nichts. Das M war an einem Freitag. Und das L hat wann angefangen? An einem Montag. Ja, vielleicht ist was dran. Jetzt kann man noch hier schauen. In dem kleinen Tracking, das war auch ein Freitag und das hier war auch ein Montag. War das hier ein Montag? Das war auch ein Montag. Also Freitag, Montag. Vielleicht ist bei Beyond halt auch diese kleine Regel da. Freitag, Montag. Wenn das so sein sollte, würde es Sinn ergeben, dass wir jetzt noch, wir müssen ja irgendwas machen. Ja? Also wir bleiben hier nicht einfach stehen. Wenn wir jetzt nicht weiter runter müssen, wenn wir nicht drauf dürfen, dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Higher Low bis Freitag. Aber im Großen und Ganzen schaut es super aus. Nächstes ist DGT. So, für DGT hat sich eigentlich nichts geändert. Ist schon, ich weiß gar nicht. So lange ist es jetzt auch nicht her. Ich glaube, 1, 2 Wochen. Keine Ahnung mehr. Aber wie ich es kontrolliert habe, hat sich nicht viel geändert. Ja? Wir haben allerdings, glaube ich, noch 2 Varianten. Aber weil es heute mal wieder nach einer längeren Pause ist, machen wir ein kleines Update. DGT hat sein IPO entweder in seinem V oder in seinem Higher Low angefangen. Ich tendiere eher in seinem Higher Low. Wenn ihr euch das hier anschaut, dann würde ich das hier eher als Higher Low bezeichnen. Ja. Und danach ist es raufgedonnert zu seinem C. Was auch sehr signifikant für DGT ist. Ja. Es gibt keine langsamen Bewegungen nach unten. Die Chats sind instant. Die Pullbacks dauern ewig. Ja. Weil hier war unser C. Hier ist unser Lower High. Das Lower High ist massiv. Das hier ist unser Lower High. Ja. Und ihr seht relativ schnell hinauf, ewig lang hinunter. Hier hat unser M angefangen. Das hier ist unser M. Ja. Relativ schnell hinauf, ewig, naja, okay, das war relativ fix nach unten. Und das hier ist unser T, das ganze Ding. Hier wieder schnell hinauf, ewig lang hinunter. So,
Bevor wir ins Microtracking hier reingehen, für die bullische Variante, die wir haben, ist, unser Allzeit-Low ist fertig, ist da. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist das Higher Low. Ja? Zu dem kommen wir gleich. Für unsere Regeln, unser nächstes Ziel für A ist über T, das bedeutet 60. Und unser nächstes Ziel B ist über M, über 80. Und dann ist noch nicht die Frage, brechen wir Allzeit-High oder nicht. Sache ist, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir diese Pullbacks hier bekommen. Warum? Erstens, das ist eindeutig unser M und unser T. Ich habe keine andere Möglichkeit, das irgendwo anders hinzugeben. Und wenn ihr aber seht, sind die sehr nah beieinander. Und wenn man sich anschaut, der Run von unserem Low M zu unserem T war einfach eine gerade Kerze. Dasselbe wie hier auch. Und wenn man sich generell die IPO anschaut, gerade Kerze nach oben. Deswegen, wann auch immer dieses Ding jetzt fertig sein sollte, mit seinem Higher Low, ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass wir nachher was Dummes sehen. Und dazu sei gesagt, wann auch immer das fertig ist, das ist nicht einfach nur ein Lower High, ein Midpoint, ein T. Nein, in dem Fall wäre das ganze Fractal hier fertig. Das bedeutet, es fängt wieder von vorne an und deswegen werden dann die Hauptpunkte hier vielleicht einfach genauso wie hier übersprungen. Ich würde nicht drauf wetten, aber ich meine, okay. Zu dem Higher Low jetzt, bevor wir hier ins Microtracking reingehen. Einfach nur zum Verständnis. Ja? Ich habe ja, wenn ihr euch mein Tutorial wieder angeschaut habt, 2 Linien. Wir haben entweder unsere Haupttrendlinie, die sollte halt alles verbinden. Ja? C, L, M, T. Ja? Es müssen nicht unbedingt 100%ige Touchpoints sein, aber sie müssten in der Nähe sein. Ihr seht hier, wir haben hier nur eindeutig unser C und unser M verbunden. Ja? Deswegen habe ich im Tutorial wieder die zweite Regel. Es gibt noch die MT-Linie. Das ist diese Linie. Falls T zu kurz ist, um die Haupttrendlinie zu berühren, gibt es die MT-Linie. Was bedeutet das jetzt? Fürs normale Tracking vergesst diese Linie mal, weil das nächste, was wäre, nach einem V brauchen wir unser Higher Low, unser Makro Higher Low. Wir brauchen ein Makro Higher Low. Klarerweise darf dieses Makro Higher Low nicht über T. In dem Fall wäre das Makro Higher Low das hier. Ja? Peak wäre diese Trendlinie, dass wir die rejecten, also irgendwas bei 30, wieder runter und dann geht es nach oben. Die Alternative dazu ist, dass wir eben diese MT-Linie nehmen und in dem Fall darf das Makro Higher Low nicht über diese Linie. Das bedeutet, unser Ziel ist maximal 20 für unser Makro Higher Low. Das sind die 2 Higher Lows, die möglich sind. Allerdings muss ich dazu sagen, eins von den beiden bin ich fast überzeugt, dass wir die machen werden. Ja? Weil wir sehen es in der IPO auch. Ja? Deswegen bin ich dafür überzeugt, dass wir dieses Mal dieses Higher Low nicht überspringen. Könnte mich aber irren. Jetzt zum Microtracking. Und ich versuche das jetzt, weil es gibt eigentlich nur 2 Varianten. Die dritte Variante wäre, wir krachen hier runter und machen ein neues Allzeit-Low und es ist falsch. Ja, das ist die bärische Variante. Sehe ich absolut gar nicht, aber ja. Und nach dem gibt es nur noch 2. Ja? Die eine ist, wir haben unser Top noch nicht. Meiner Meinung nach ist das die schlechtere, weil es die langsamere wäre. Was meine ich damit? Wir haben hier unser V. Wir haben hier unser Micro Higher Low. Wir hätten hier unser kleines A. Ja? Weil wenn man sich hier anschaut, hier zu hier, ist ein perfekter 618. Wir haben hier unser kleines B. Und das endet in unserem kleinen C. Dieses kleine C hier wird aber unser mittleres A. Weil von hier unten nach hier oben sind wir gerade perfekt an das 618 gebounced.
Für mich wäre das die schlechte Variante. Warum? Wir sind unterm kleinen T. Somit, das hier ist nicht das A, nach dem wir suchen. Ja. Bedeutet, wir würden jetzt raufgehen. Das wäre unser B. Noch einmal raufgehen. Das wäre unser C. Das wäre jetzt der Peak vom Higher Low. Und dann müssen wir nochmal hier runter. Und dann wäre dieses Higher Low fertig. Und wir können marschieren. Ja? Und ihr seht schon, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Weil wir müssen rauf, Pullback. Und in dem Fall würde ich davon ausgehen, dass wir einen Pullback machen, weil A hat auch einen Pullback gemacht. Ganz rauf und dann wieder runter. Somit, das könnte länger dauern. Die andere Alternative ist ziemlich einfach. Und zwar deswegen, weil wir sind unserem T, unter unserem T hier. Und in dem Fall könnte das hier schon der Peak von unserem Higher Low sein. Ganz einfach. Ja. Das würde bedeuten, dass das hier schon unser Lower High wäre und dieser Peak heute unser M wäre. Das bedeutet, wir müssten hier runter, kommen nochmal hoch, das wäre dann unser T und dann fallen wir runter zu unserem V under A. Oder, um das einfach in Zahlen einfach auszudrücken, zur 786, was unser V under A ist. Das würde meiner Meinung nach schneller gehen, weil das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist vielleicht noch ein T. Ja, wir müssen runter zu 877, aber dann wäre dieses Higher Low hier fertig. Und danach, weil das ist groß genug für ein Makro Higher Low, danach können wir anfangen, etwas Dummes zu tun. Deswegen wäre mir diese Variante echt lieber. Aber weil es ja wurscht ist, was ich mag, für Levels. Ja? Wenn wir jetzt morgen, diese Woche hier raufgehen, sollten wir über 1,33 gehen, machen wir auf jeden Fall die lange Variante. Sollten wir dann aus was für einem Grund auch immer über 11,42 gehen, wird es langsam bullish und wir machen dann die große Variante vom Higher Low. Ganz ehrlich. Ja. Für Downside. Was für eine Bestätigungslevel hätten wir für Downside? Ja, sollten wir unter 39 gehen, dann ist das Ganze hier schon unser Higher Low und wir werden hier runtergehen. Aber sonst, ich bin mir nicht sicher, ob DGT mit den Memes laufen wird, weil gut, es gibt es halt erst seit September 2021, aber im Mai 2024 war DGT schon im Pullback. Im Mai 2025, ist ein bisschen mitgelaufen. Ich glaube nicht, dass DGT mit AMC und GME ein bisschen synchronisiert ist. Könnte sein. Ich sehe nur eigentlich keine Ähnlichkeiten damit. Könnte aber falsch liegen. Aber im Großen und Ganzen schaut das verflucht interessant aus. Nächstes ist Bad Buff and Beyond. Und ja, ich habe heute nachgeschaut. Das letzte Update war, glaube ich, noch im März, aber es hat einfach nichts gemacht. Es war halt saufahrt. Bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr Fahrt war. Aber das Tracking ist wunderschön. Ja? Für Beyond Tracken schauen wir uns nur 2020 bis heute an. Es gibt ein bullisches und ein bearisches Tracking. Ja, wobei ich jetzt langsam der Meinung bin, dass das bearische Tracking langsam aus dem Fenster fliegt. Aber einfach als Alternative. Im Generellen haben wir hier unser V im März 2020 gehabt. Unser Higher Low ist auch hier drin. Rauf zu unserem A, B, C. Wenn ihr genau schaut, habt ihr hier nicht wirklich Pullbacks. Also das sind hier eindeutig keine FIB-Pullbacks. Ja. Einzige, was man sagen kann, ist, hier ist unser T.
Das bedeutet, unser A wird wahrscheinlich das hier sein. Das ist unser M. Also muss B irgendwas hier sein. Ja? Aber 0.5 Pullbacks habt ihr hier nicht. Dann Lower High, Midpoint, T. Und hier wäre unser V, Higher Low. Wir fangen hier mit der bärischen Variante an. Ja? Einfach nur als Alternative. Und das ändert einfach nur, dass das Ganze hier nicht Higher Low ist, sondern unser T. Das fängt jetzt langsam allerdings an zu sterben, sage ich nur. Ja. Aber in dem Fall würden wir hier an dieser Linie rejecten, ja, spätestens und runterknallen. Neues Allzeitlow und das Ganze fängt von vorne an. Ich tendiere noch immer nicht dazu, aber damit man eine Alternative hat. Andernfalls ist das wunderschöne Prachtstück hier unser Higher Low. Ja. Bevor wir uns das Higher Low anschauen, was sind unsere nächsten Ziele? Unser A muss über T sein, das bedeutet über 15. Unser B muss über M sein, also über 40. Und dann ist noch die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht? Und, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn wir das hier mit 2020 vergleichen, bezweifle ich, dass wir diese Pullbacks hier bekommen. Klar werden wir kleine Pullbacks bekommen, aber keine 0.618, keine 0.5er und vor allem keine langgezogenen in meiner Meinung nach. Ja. Es besteht eine gute Möglichkeit, dass, wenn wir hier rauskommen, wir einfach schräg nach oben gehen. Jetzt zum Micro-Tracking, wenn wir uns nur dieses wunderschöne Higher Low hier anschauen. Wie hat dieses Higher Low ausgeschaut? Ist auch ein gutes Beispiel für alle anderen. Ja. Wir haben hier unser V, wir haben ein kleines Micro-Higher Low hier, dann ein wunderschönes A, ein wunderschönes B, ein wunderschönes Top. Wobei, ja okay, vielleicht nicht so wunderschön, weil dieses Top ist eher hässlich, weil das C ist gerade mal ein bisschen höher als unser B. Aber okay. Dann Low High, Midpoint, T. Runter. Und zwar erstens unter V an der A und noch viel wichtiger ist, von unserem V bis zu unserem Top. Ihr seht, wir sind hier unter das Ding gegangen. Deswegen, es ist halt ziemlich fad geworden, weil das hier war im März. Das war, glaube ich, das letzte Mal, wo ich ein Video gemacht habe dazu. Und seitdem fuchteln wir hier drunter. Wir haben jetzt dann hier am 7. April unser W gemacht. Seitdem ein kleines Higher Low und raufmarschiert. Und heute Ausbruch. Dieser Ausbruch, wenn man sich jetzt hier anschaut, von unserem V hier hinauf, war das hier schon der Breakout-Retest eigentlich schon. Und das hier wäre unser kleines A. Das hier wäre unser kleines A. In dem Fall wäre jetzt dieser kleine Run hier unser kleines B. Ja? Und dieses kleine B könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter runtergehen zu 6,29. Aber dann wäre dieser Pullback auch schon fertig. Als nächstes ist der Bruch von T. Ja, das wäre dann hier unser A. Aber, und dann vielleicht ein Pullback und so weiter und so fort. Dasselbe, was wir bei Beyond und AMC und so weiter auch tracken. Aber, wie gesagt, wenn wir uns das vergleichen mit 2020, dann sehen wir jetzt gerade vielleicht das hier. Nur so als Warnung. Ja? Setzen wir uns das nebeneinander. Weil ich die Frage bekommen habe, könnten wir noch Pullbacks bekommen? Ja? Im besten Fall. Ja? Für Pullbacks. Seht ihr, sind wir jetzt gerade meiner Meinung nach irgendwo hier. Im besten Fall. Ja? Bedeutet, das hier wäre unser T. Wir gehen hier hinüber. Das wäre diese Sektion hier. Machen noch einen normalen 0.5, 0.618 Pullback. Danach gibt es nichts mehr zu tracken. Ja? Und das sage ich wirklich eindeutig. Danach gibt es nichts mehr zu tracken. Weil den kleinen Scheißdreck hier tracken funktioniert nicht. Ja? Weil es bringt nichts. Ja?
Das Einzige, was wir noch tracken können, sind dann halt die Levels. Das bedeutet, wenn wir über T sind, können wir sagen, okay, perfekt, wir haben gerade im Vergleich das hier erreicht. Brechen wir über M, perfekt, wir haben gerade das hier erreicht. Aber ohne die Pullbacks ist es sinnlos, das zu tracken. Ja? Aber schaut super aus. Okay, und dann kommen wir jetzt noch zu unseren 2 Community-Wünschen, und zwar Cloth und noch einem anderen. Fangen wir mit Cloth an. Und für Cloth, also für Clover Health, muss ich ehrlich sagen, ich mag es nicht. Ja? Ganz einfach deswegen, es ist irrsinnig einfach, hier ein katastrophales Bild zu zeichnen. Ja? Das hier wäre die bärische Variante. Ja? Bedeutet Top, Lower High, das ganze Ding wäre unser M. Bedeutet, wir müssen jetzt hier runter unter 60 Cent nochmal rauf zu unserem T und dann noch weiter runter. Ja. Ohne Reverse Split wird das wahrscheinlich der Tod dieser Aktie sein. Problem an der Sache ist nur, es ist eigentlich die einzige Variante, die mir absolut gefällt. Ich meine, normalerweise mag ich es nicht, wenn es so groß ist, das M, aber es ist eigentlich die einzige Variante, die mir gut gefällt. Weil, jetzt kommen wir zur bullischen Variante. Also mal als erstes zu Levels. Solltet ihr hier an dieser Trendlinie nochmal rejecten, das bedeutet 3,24, ja, sollten wir hier nochmal raufgehen und hier rejecten, sehe ich schwarz. Dann wäre wirklich das die Variante. Für die bullische bleibt mir nichts anderes übrig als das hier. Ja. Das bedeutet auch, dass das hier unser A wäre. Ja. Und ich mag das absolut gar nicht. Warum mag ich das gar nicht? Weil wir ein riesiges T haben, aber nur ein relativ winziges M und ein winziges L. Aber es ist die einzige Variante, wo ich sagen kann, die ich kann nicht vertreten. Ein Kollege von mir hat es so, und zwar genau so. Es funktioniert aber für mich absolut gar nicht, weil, nee, A kann nicht über M sein. Also für mich ist es nur das. Ja. Das bedeutet auch, das wäre das A-Pullback jetzt schon gewesen. Higher Low haben wir uns gespart. Wenn wir das jetzt hier micro-tracken, wäre das hier unser C. Das wäre unser T, das wäre unser M. Ja. Und in dem Fall, 0.5 Pullback fertig. In dem Fall müssen wir das eigentlich schon fast so drehen. Und unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall 11 für unser B. Ja. Für Levels in dem Bezug kann ich euch nur sagen, alles über 2,87 wäre bullish. Auf jeden Fall alles über $4 wäre Bestätigung, dass wir nach oben gehen. Ich habe nicht wirklich eine Comparison, einen Vergleich zur IPO. Ja, sehe ich einfach derzeit noch nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich persönlich, ich würde das nicht spielen, weil ich von meinem Tracking hier nicht überzeugt wäre. Ja. Das Hauptproblem ist, es ist zwar schon 5 Jahre alt, aber diese Preis-Action wäre für mich persönlich noch zu wenig. Ja, zu wenig. Es wäre was anderes, wenn wir hier eine wunderschöne Candle hätten, wo ich meinen Tee draufsetzen könnte. Ja, weil dann könnte man einfach sagen, das ist hier einfach ein massives Higher Low. Ja, mit der Sache, dass dieser Peak hier aber über alles drüber ist. Ich kann nicht einfach T hier aufgeben, um zu sagen, ja, jetzt passt's. Nee, das geht nicht. Ja.
Es geht einfach nicht. Ja. Somit, das passt schon so. Ja. Einziges Problem ist auch nur, wenn ich könnte, am liebsten wäre mir, wenn ich das so hinstellen könnte. Ja. Allerdings, ganz ehrlich, was ist das dann? Ja. Das funktioniert einmal gar nicht, weil wo ist unser A? Ja. Ich meine, es wäre was anderes, dass wenn wir unser B überspringen würden, aber unser A überspringen? Ja, deswegen habe ich euch gesagt, mir gefällt meine bärische Alternative bei diesem Stock am liebsten, weil es macht für mich am meisten Sinn. Aber wenn wir hier drüber gehen, über 405, dann wird es einfach so werden, dass das diese Variante ist, aus Ende. Ja, einfach nur von den FIB-Levels, dann muss das hier unser A sein, dann geht es rauf nach 11. Und es ist einfach ein grauenhaftes Fractal. Kann sein. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich würde die Finger davon lassen, aber ist eure Entscheidung. Ich werde es jetzt über die Woche und übers Wochenende nochmal bearbeiten. Vielleicht finde ich was Besseres. Derzeit wären das meine zwei Varianten. Entweder wir brechen 405 und es geht nach oben, ja, kein finanzieller Advice und ole. Oder wir rejecten diese Linie hier. 316 und es geht nach unten. Ja. Wird es mit AMC und GMI rennen? Im Jänner ging es hinunter. Okay, im Juni ging es nach oben mit AMC. 2024 Mai. Naja, nicht wirklich. Ja. Also es wird schon sein eigenes Ding machen. Okay. Und der zweite Community-Wunsch ist Dragonfly Holdings. Und für Dragonfly Holdings, das ist viel eindeutiger und viel schlimmer, meiner Meinung nach. Gibt es eine eindeutig bullische, eine eindeutig bärische Variante. Ja? Hier die bullische. Top, nachdem wir extrem lange sideways gelaufen sind, haben wir unser Top bekommen. Lower High, Midpoint T. Und in dem Fall sind wir dann runtergefallen zu unserem absoluten Low. Achtung, wir hatten 2 Splits hier. Ja, dazu kommen wir gleich. Hier sind wir aber noch immer höher. Ja. Und im Großen und Ganzen ist das hier eigentlich noch ein perfektes Higher Low. Ja. Wir sind unter 786, unter V under A, das wäre nämlich genau hier. Und wenn wir das hier micro tracken, dann wäre das hier unser C. In bullischem Fall wäre das hier unser M und das hier wäre unser M und irgendwo hier wäre unser L. Ja. Das hier wäre unser V. Ja. Wir machen jetzt vielleicht noch ein kleines Micro-Higher Low. Das bedeutet, wir müssen vielleicht noch runter zu 1,72. Aber dann kann es schon nach oben gehen. Ob wir das langsam oder schnell machen, ja, also ob wir hier ein A-Pullback, B-Pullback und so weiter machen müssen, weiß ich nicht. Ja, also nach den Regeln her ja. Von der IPO her kann ich euch nicht sagen, ob wir das machen müssen, weil wir haben nichts Vergleichbares. Unsere großen Ziele wären allerdings auf jeden Fall, unser A wäre auf jeden Fall über unserem T, das bedeutet über 127, dann Pullback, vielleicht sogar Breakout Retest und unser B wäre bei 800. 0.5 Pullback und dann ist die Frage einfach nur noch, brechen wir allzeit hoch oder nicht. So, und deswegen Achtung vorher. Ja. Wegen den 2 Reverse Splits hier. Ist dasselbe Sache wie bei FFRI. Mit diesen 2 Reverse Splits und vor allem, lass mich kurz schauen, was haben wir? 11 Millionen Float. Wegen den Splits würde ich sagen, wird T eure Grenze sein. No financial advice. Kein finanzieller Ratschlag. Weil ohne Forward Split kommt sie nicht über diese Linie, meiner Meinung nach.
Fractal-wise könnten wir hier rauf, ja. Wenn diese Firma aber keinen Forward-Split macht, nee, dann ist hier Ende und wir sterben. Ja. Bei solchen Split-Aktien ist es einfach so die Sache, vor allem mit kleinem Float, nee. Ihr werdet jetzt keine Aktie für 800 oder 2000 Dollar sehen. Nicht nach den 2 Splits, sage ich nur. Ja. Die bärische Alternative ist ziemlich einfach. Und das bedeutet, wir rücken jede einzelne Landmark einen Schritt weiter nach rechts. Wobei ich sagen muss, dass das L hier eigentlich sehr gut passt. Aber diese Variante ist ganz einfach. Wenn wir hier weiter drunter fallen und sollten wir hier 1,50 berühren, nur berühren oder brechen, dann ist das hier eindeutig T. Eindeutig. Kein Wenn und Aber. Und in dem Fall geht es nach unten. Neues Allzeitlow. Und in dem Fall, wenn ich mir das hier schon anschaue, garantiere ich euch auch, dass das der letzte Reverse Split wird, den diese Aktie bekommt. Entweder wir machen dann hier ein V und ein Higher Low und dann geht es nach oben. Ja, und die Aktie rettet sich selbst. Oder das wird ein Unendlichkeitsmarsch nach unten wie Mulen zum Beispiel. Weil Problem ist, sie haben jetzt nur noch 10 Millionen. Habe ich jetzt richtig geschaut? Sie haben nur noch 10 Millionen. Ja, 11 Millionen, 12 Millionen. 12 Millionen. Das bedeutet, sie können nur ein 1:10 Split machen, Reverse Split machen. Sie können nicht höher gehen, weil sonst kein Float mehr da ist. Da kommen sie aber nur bis zu 10 rauf. Ja. Aber sie werden es machen. Also sie haben es jetzt schon 2-mal gemacht, das kann mir keiner erklären, dass sie es kein 3. Mal machen. Also für mich kein finanzieller Ratschlag. Wenn ihr 1,50 berührt, vergesst diese Aktie. Wenn nicht, nach oben alles über 4 wäre bullish und alles über 11 ist Bestätigung und wir machen die bullische Variante. Ja. Okay. War halt ein bisschen konfuser, ja, vor allem mit Clough. Ich mag das Tracking für Clough wirklich nicht. Ich glaube, ich muss mich da wirklich nochmal dran setzen. Das hier ist eindeutig. Und sonst hat sich nicht wirklich viel geändert. Ja. Außer vielleicht. Die GT hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Ja. Paper von Beyond bricht endlich aus. Das hat sich geändert. Ja. Und auf AMC und Beyond warten wir halt noch. Aber sonst, ja. Sagt mir eure Meinung dazu. Wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier für die großen Tracking, also von alle unsere Aktien, das Video da dahinter. Ich bin heute etwas lahm drauf, ein bisschen Migräne. Ich werde mich fürs nächste Video wieder ein bisschen mehr anstrengen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mir ein Abo. Und schauen wir, was den Rest der Woche passiert. Wir sehen uns.